Okay, meine lieben Freunde der Leuchten TV, dann wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und dieses Quick-Video, was ich euch jetzt hier noch zwischen reinschiebe, ist Binance Pool Mining. Und das ist auf Anregung eines Kommentars bei YouTube. Und den Namen habe ich jetzt wieder mal nicht im Kopf. Der wird ein bisschen nachsichtig. Und der wollte das genauer erklärt haben. Es ist so, dieses Binance Pool Mining ist in irgendeinem Video, was sich mit Mining beschäftigt, erklärt, auch gezeigt. Deshalb war das auch eine ganze Zeit lang kein Thema. Aber es ist wohl schon ein bisschen her und ich habe geguckt in der Library, ich habe es nicht gefunden. Ich muss ehrlich zugestehen, ich habe es auch nicht gefunden. Gut, also habe ich mich entschieden, machen wir noch mal ganz kurz ein Video dazu, ein neues aktuelles Video, Binance Pool Mining. Und das könnt ihr euch dann gemütlich jetzt reinziehen und dann mit dem Mining bei Binance beginnen. Fangen wir erstmal an, was macht Binance Pool Mining interessant? Was ist so toll an Binance Pool Mining, dass ich das auch immer wieder daherbringe? Es ist einfach, du hast keine Mindestauszahlgrenze. Die Mindestauszahlgrenze besagt, du musst diesen Betrag erstmal ermeint haben. Ne? Also so und so viel Bitcoins oder Litecoins oder was immer du meinst. Oder BNB-Coins. Die musst du erst einmal ermeinen und dann darfst du auszahlen. Bei Bitcoin ist es 0,0008, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist auch bei NiceHash zum Beispiel so, das ist bei Unminable zum Beispiel so und anderen Miningsanbietern, die tendieren da in denselben Ebenen umeinander. Wenn du da 1 Terahash hast mit 2 BitX-Minern zum Beispiel, vielleicht noch ein Notebook oder ein PC dazu laufen lässt und stolz bist auf dein Terahash, wirst du trotzdem eine ganze Zeit lang brauchen, bis du das zusammengemeint hast, um auszahlen kannst. Und das ist Binance Pool Mining. Hier bekommst du am Abend das ausbezahlt, was du in den letzten 24 Stunden erwirtschaftet hast. Das bekommst du also jeden Abend auf deine Wallet ausbezahlt, gebührenfrei. Und da kannst du es auch direkt verwenden, anlegen, verkaufen, was auch immer, what else. Und das macht Binance wirklich, finde ich, zu einer wahnsinnig attraktiven Mining-Sache, die gerade für Einsteiger jetzt auch wirklich relevant ist. Ich meine, später kommen meistens noch Mining-Geräte dazu, dann macht man ein bisschen mehr Gewinn. Aber trotzdem sind die Auszahlungsgrenzen teilweise schon, und das muss ich jetzt als Miner selber sagen, teilweise fies für einen Normalsterblichen, teilweise manchmal gar nicht erreichbar. Also Ethereum zum Beispiel zusammenmeinen bei Unminable, da muss man 0,05 Ethereum erwirtschaften, aber mit einem Trick kann man es mit 0,03 auszahlen. Also es ist, da bist du aber schon wirklich Jahre, da bist du schon 2 Jahre dran oder was, bis du das zusammen gemeint hast, weil seitdem Ethereum damals umgestellt hat von Proof of Work auf Proof of Stake, ist das Mining einfach, ja, Bach runter. Gut, Voraussetzungen für unser Vorhaben. Du brauchst ein Binance-Konto. Du musst also bei Binance.com dich registrieren und anmelden. Ich weiß, diese Affiliate-Links, die funktionieren meistens nicht. Ich werde euch trotzdem nochmal unten in die Videobeschreibung einen reinhängen. Wenn du aktuell bist bei dem Video und diesen Code benutzt, dann wird er wahrscheinlich funktionieren. In 3 oder 4 Wochen wird er wahrscheinlich wieder nicht mehr funktionieren. Dann sei es drum. Ist auch in Ordnung. Aber du kannst mir auch im Zweifelsfall eine E-Mail schreiben, dann schicke ich dir einen neuen Code. Haben wir beide ein bisschen was von, ist nicht viel, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Gut, dann solltest du natürlich bei Binance das KYC, da muss ich jetzt passen, ob du das machen musst, zu meinen, bin ich mir nicht sicher. Gewisse Grundfunktionen bei Binance sind frei, die kannst du nutzen ohne KYC. Inwieweit sich das jetzt geändert hat, kann ich nicht sagen, weil ich mich mit den Regularien Binance in letzter Zeit auch nicht auseinandergesetzt habe. Wir beschränken uns jetzt hier nur rein auf das Mining, wie es funktioniert. Prinzipiell musst du einfach sagen, Pool Mining bei Binance ist eigentlich einfacher zu konfigurieren, wenn man weiß, wie es geht, wenn man es verstanden hat, als jetzt zum Beispiel NiceHash oder Unminable. Weil man hier einfach nur den Benutzernamen angibt, also das Mining-Konto, dann die Maschinennummer, also Kontopunkt und dann 0001 für die erste Maschine, Punkt 002 für die zweite Maschine. Da kriegst du dann 999 Miner rein, das passt dann mal für ein Konto. Dann fangen wir erst einmal an. So, als allererstes brauchen wir hier Mining Pool. In diesem Mining Pool müssen wir uns jetzt erst einmal ein Mining-Konto erstellen. Wenn du nicht automatisch dazu aufgefordert wirst, gehst du hier oben einfach auf Mining Pool und sagst Einstellungen. Ja. Hier siehst du also, ich habe jetzt schon 2 Mining-Konten angelegt, benutze aber nur eins, das 2 ist immer für so Schulungsvideos
damit ihr nicht so viel seht, was meine Finanzen angeht. Ist ganz klar, ne? Hier oben unter den Benutzernamen, du wirst das neu anlegen müssen, Mining-Konto erstellen. Das nehmen wir jetzt hier einfach mal hin. Ja, ich mache das jetzt mal hier auf. Ich schalte jetzt mal um auf dieses Mining-Konto. Und dann kann ich mir hier oben auch auswählen, was ich meinen möchte. Ich kann Casper meinen, CFX, Dash, Ravencoin, ne, ZEC. Also ich kann hier so ziemlich ein paar sehr interessante Coins meinen. Nicht alles, aber wie gesagt, das ist jetzt mal das mit den Einstellungen. Gut. Statistik, gehen wir mal hier rein. In der Statistik hast du dann die Übersicht. Ich gehe das jetzt mal gleich einfach der Reihe nach durch. Statistik ist die Übersicht, die würdest du dann quasi an deiner aktiven Arbeiter sehen, dein Ertrag und alles, das wird dir angezeigt, Diagramm dazu. Ne, deine Hashrate, die letzten 15 Minuten, die letzten 24 Stunden. Dann deine Arbeiter in einer Liste selber natürlich. Dann die Belohnungen, die du kriegst, ne, das ist also BTC. Und dann gibt es bei jedem Coin, den du meinst, hier nochmal einen Bonus. Der Bonus hier, das müsst ihr im Zweifelsfall nachgucken, was du für deinen Coin kriegst. Ich meine bei denen eigentlich nur Bitcoin und da gibt es Fatal Bitcoin, also FB. Da musst du dann eine Wallet anlegen und die hinterlegen. Da verlinke ich dir aber oben nochmal ein extra Video, wo das genau beschrieben ist, wie du den Bonus dann noch konfigurierst, dass du den auch noch mit abziehst. Hier kannst du dann deine Kontoauszüge noch downloaden, deine Mining-Ergebnisse, deine Buchungen, Bewegungen. Dann haben wir hier noch Übersicht. Das ist also quasi, was hier so läuft. Ja, wie die Pools aktuell momentan laufen. Da habe ich aber nur Bitcoin drin, weil Bitcoin ist das, was ich meine. Ja, da stehen jetzt doch ein paar Daten drin, obwohl ich eigentlich das Konto da keine meiner verbunden habe, aber ist egal. Dann hast du hier nochmal eine Abrechnung für das Hauptkonto. Das verzweige ich mir jetzt allerdings, das müsste ich sonst wieder alles ausgrauen. Und Einstellungen, da waren wir vorhin schon drin. Wie gesagt, hier kannst du dann nochmal ein Mining-Konto erstellen, falls das beim ersten Mal schief gegangen ist. Oder du noch keins hast. Wichtig beim Mining-Konto ist, wenn du jetzt hier ein Mining-Konto, wie ich jetzt hier PMic 2 angelegt hast, das kannst du nicht löschen. So, dann gehen wir auf Arbeiter. Die interessante Seite für dich. Wie meine ich jetzt bei Binance? Dann kannst du mit LOL-Miner oder sonst anderes GPU-Mining betreiben. Das ist auch kein Ding. Und du kannst natürlich einen normalen Miner hernehmen, der SHA-256-Protokoll unterstützt zum Beispiel, ne? Das ist jetzt die Miner, die ich verwende, arbeiten alle auf SHA 256 und da kann ich eben diese Coins minen. Jetzt nehme ich einfach mal, ja, lassen wir mal BCH. Was BCH ist, weiß ich nicht. Nehmen wir Ethereum Cash. So, Beispielkonfiguration, Pool ist dann das dein Pool. Dann hast du noch einen zweiten Pool zur Auswahl. Und einen dritten Pool zur Auswahl. Also je nachdem, was du haben möchtest. So, dein Miner bekommt diesen Namen, also dein Mining-Konto, siehe hier oben, PMic 2, kommt hier unten auch, PMic 2. Und dann Punkt 001 für den ersten Miner in deinem System. Der zweite Miner ist dann Punkt 002, der dritte Punkt 003 und so weiter. Das ist dein Minername. Daran erkennt Binance, aha, der gehört hier hin, der hat die und die Wallets, geht in die Konfiguration, was der meint, geht auf dieses Konto. Ja, und das kriegst du dann jeden Abend Cash auf dein Konto ausbezahlt. Das Passwort ist 123456. Bei anderen ist das in der Regel immer X. Hier hat man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Allerdings kann ich dir auch sagen, wenn du ein X reinschreibst, funktioniert das genauso. Du hast natürlich hier auch die Copy-Buttons, da kannst du dir dann entsprechend deinen Pool konfigurieren. So, und damit du jetzt siehst, wo der Unterschied ist, wenn ich jetzt ein Coin meine. Ich habe hier den Satoshi TCP ETC. Das ist hier der Code. ETC habe ich hier oben ausgewählt. Ethereum Cash. Der steht hier drin. Das definiert den Pool, wo gemeint wird. Daher weiß Binance dann auch, aha, der will diesen Coin haben. Jetzt gehen wir mal auf Ravencoin. Wir wollen jetzt Raven meinen, als Beispiel. Dann habe ich hier eigentlich fast dieselbe Konfiguration, nur dass ich hier jetzt RVN habe und andere Ports. Das ist wichtig, musst du darauf achten. Gleiches habe ich natürlich auch, wenn ich jetzt auf Bitcoin umschalte. Da habe ich dann direkt SHA 256 Pool Binance, das ist der Bitcoin Pool.
Und da kann ich die dann meinen. Da ist eine Konfiguration von 3333 ganz gut. Die habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Kannst du dann halten, wie du lustig bist. Machen wir noch einen kleinen Nachtrag. Ich habe gesagt, hier BTC, da könnt ihr es auswählen. BCH, ETH, da könnt ihr auswählen, was ihr meinen wollt. Ich habe da eine Kleinigkeit noch vergessen. Da müssen wir noch darauf zu sprechen kommen. Das, was du hier meinen willst, musst du natürlich mit deinem Miner oder mit deiner Mining-Software, also meiner Hardware, meiner Software, entsprechend kompatibel hinbringen. Gehen wir mal auf die Pool-Übersicht rum. Was meine ich jetzt damit? Wenn du jetzt Bitcoin meinen willst, so wie ich, dann ist SHA 256 das Protokoll, also der Algorithmus, der verwendet wird. Wenn ich jetzt Litecoin meinen will zum Beispiel, dann brauche ich Script. Etcache und Equicache und ETH-Cache zum Beispiel kannst du mit LolMiner zum Beispiel, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Der kann das. Wenn du mit dem Computer meinst, ne? Mit dem Notebook. Wenn du einen Miner hast, bist du ein bisschen davon abhängig, welches Protokoll der Miner kann. Dann kannst du natürlich das entsprechende Zeug meinen, was hier angegeben wird. K-Heavy-Hash zum Beispiel, ne, für Kashpa. Oder Octopus, da wüsste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, wo man den meinen kann. Also mit was für Hardware oder Software-Miner da geht, da wäre jetzt für gar nichts bekannt. Wie gesagt, hier diese Algorithmen musst du halt entsprechend anpassen. Deine Hardware muss das kompatibel sein. Wenn du, so wie ich jetzt, nur SHA 256 hast, weil du den Bitcoin-Miner hast von BitX, der kann nur SHA 256, dann kann ich auch nur diese zwei Coins hier, BTC und BCH, meinen. So, dann zeige ich dir jetzt noch, wie du das im Miner konfigurierst. Ich habe jetzt mal hier einen von meinen kleinen Minern aufgerufen. Das ist ein BitX-Miner. Und der meint auf Pool Binance. Da seht ihr das auch. Da habe ich auch die 3333 als Konfiguration drin. Und dann gehen wir mal hier auf Pool Config. Da konfigurierst du ja im Miner deine Pools. Und dann hast du SHA 256. Das ist also der Bitcoin Pool bei Binance. .poolbinance.com. Den Port dazu. Und hier steht jetzt PMic. Das ist jetzt, also müsste ich jetzt die 2 hinmachen, dann wäre es auf dem zweiten Mining-Konto. Ich habe 2 Mining-Konten im Binance gesehen. Hast du gesehen? PMic und PMic 2. Das ist der Unterschied vom Mining-Konto. So würde ich jetzt auf dem zweiten Konto meinen und so würde ich auf dem ersten Konto meinen. Und das wäre jetzt die erste Maschine beim Mining, das wäre die zweite Maschine beim Mining und das wäre die dritte Maschine beim Mining. Mit dem Benutzernamen und der Maschinennummer definierst du den Namen vom Miner und dann weiß Binance, wo die Kohle hinkommt. Passwort war 123456, ist sehr tricky, kann man sich super merken. Und das ist das Ganze auch gewesen. Dann würdest du speichern und rebooten. Und dann siehst du auch hier, wie der gute Junge läuft. Ja, gut. Statistik hat sich wieder resettet, aber es ist mal trotzdem zu sehen. Bam, bam, bam. Na, läuft ungefähr 1 Terahash. Sieht man also richtig ganz schön. Dann hat 1190 Shares. Kann man sich so ungefähr ausrechnen, was so eine Kiste bringt. System, da sehen wir es ganz gut. Das ist Uptime, ist ein Tag, 7 Stunden. Das hängt jetzt einfach damit zusammen, dass gestern glaube ich, im Laufe des Tages und in der Nacht, glaube über 3-mal der Strom hier rausgeflogen ist. Also es hat immer wieder einen Stromaussetzer gegeben und haben die Kisten immer wieder rebootet. Was soll's, sei es drum. Also keine gute Statistik, aber die Statistik ist jetzt auch unrelevant, weil, wie gesagt, der Pool arbeitet eigentlich sehr gut, man hat guten Ertrag und er läuft. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Über einen Daumen nach oben, ein Like würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann produziere ich diese Videos für dich natürlich in meiner privaten Freizeit mit meinem privaten Equipment. Und wenn du das gut findest, was ich hier mache und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann würde ich mich über eine Spende sehr freuen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Solltest du dennoch Probleme haben mit deiner EDV, mit deinem PC, mit deinem Notebook, mit deinem Server, mit deinem Netzwerk, mit deinem Einzelplatz, mit Linux, mit macOS oder mit Windows, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung. Ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen. Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Sache.
In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.